Hallo und herzlich willkommen auf potier.ch zu einer weiteren Folge von 5 Tipps für schönere Drohnenaufnahmen. Heute geht es etwas in die Tiefe im professionellen Nachbearbeiten mit einer Videoschnittsoftware, so ein paar Ideen, die ich selbst immer wieder einsetze, die ein bisschen nicht dem Standard entsprechen, sondern schon ein bisschen mehr Know-how benötigen. Lass uns doch mal starten. Hast du die bisherigen Folgen verpasst? Dann klicke doch hier oben rechts auf den Link für den Start mit Teil 1, damit dir nichts entgeht. Die Verwendung von 360-Grad-Fotos habe ich euch ja bereits im vorherigen Teil gezeigt. Das brauche ich euch hier nicht nochmal zu zeigen, zählt aber für mich auch zu den Pro-Settings. Punkt 1. Visuelles Verpixeln. Wenn ihr zum Beispiel ein Foto habt, in meinem Fall hier jetzt mit einem Auto drauf, mit einem Kennzeichen, dann kann es ja sein, dass man das Kennzeichen verpixeln will. Dazu geht man auf Verzerrung in Magix und setzt den Mosaikfilter mal ein bisschen von 0 weg. Ihr seht, jetzt ist das ganze Foto verpixelt. Jetzt könnt ihr da oben auf das Pfeilchen gehen. Hier wählt ihr dann Effektmaske ändern. Hier habt ihr die Wahl zwischen HD für Hochauflösung und SD Standardauflösung. Und jetzt nehmt ihr hier einen Pixelbereich, der passt. Weiß bedeutet, dieser Bereich wird verpixelt. Ich löse jetzt die Gruppierung auf mit dem Foto, damit ich es frei bewegen kann, weil ich will ja jetzt den Bereich ein bisschen verkleinern und auf Höhe des Kennzeichens positionieren. Wenn ich das jetzt laufen lasse, kommt das genauso, wie ich es will. Es bleibt schön auf dem Kennzeichen stehen. Und jetzt gruppiere ich die Verpixelung wieder mit dem Foto, damit, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Fade-In und Fade-Out mache, dass sich sowohl das Foto wie auch die Verpixelung entsprechend fadet. Das war jetzt noch relativ einfach. Jetzt beim nächsten Beispiel kommt aber noch Bewegung rein. Wenn ihr zum Beispiel ein Objekt habt, das sich bewegt, kann die Verpixelung nicht an Ort und Stelle stehen bleiben. Dann muss sich die mit dem Objekt mitbewegen. Ich setze hier auch die Verpixelung genau gleich wie vorher, gehe auf Verzerrung, Mosaik, gehe wieder auf den Pfeil, Effektmaske laden, HD, wähle mir hier wieder ein entsprechendes Verpixelungsschema. Löse mir hier wieder die Gruppierung auf und positioniere die Verpixelung so, wie ich es will. Ein bisschen Größe anpassen, ein bisschen verschieben. Ihr seht jetzt aber, wenn ich das Bild laufen lasse, geht die Verpixelung nicht mit dem Objekt mit. Deshalb gehe ich jetzt wieder auf meine Verpixelung, wähle die an. Mit der rechten Maustaste gehe ich dann auf den Punkt an Bildposition im Video heften. Und jetzt kann ich einen Bereich auswählen, ein Objekt, an dem sich Magix orientieren soll. Die Auswahl funktioniert manchmal nicht zu 100%, aber je kontrastreicher das die Auswahl ist, desto besser kann Magix das berechnen. Die Problematik jetzt hier beim Berechnen der bewegten Verpixelung ist einfach, es braucht nun ewig lange zum Berechnen. Sieht jetzt dann zuerst aus, als würde nichts passieren. Und jetzt seht ihr, wie er unten da schreibt, er beginnt jetzt mit der Arbeit. Und hier stoppe ich nun das Video, weil
Das wird am Schluss rund 1 Stunde dauern. Wir sind jetzt hier 35 Minuten nach dem Start und er ist immer noch lockerlässig am Berechnen. Und wer jetzt denkt, haha, du hast einfach zu lahme Hardware, schaut euch das mal an. Der macht nichts im Hintergrund, also relativ nichts. Der Arbeitsspeicher ist absolut im grünen Bereich, die CPU-Auslastung ist auch absolut im grünen Bereich, die Auslastung der Grafikkarte ist auch im grünen Bereich und wie ihr seht, das ist hier ein i7 der 10. Generation mit 64 GB RAM und einer 2070er Nvidia-Karte drin. Also zu wenig Ressourcen hat er definitiv nicht. Aber es ist halt immer die Frage, wie gut die entsprechende Software die aktuell verbaute Hardware auch ansteuern kann. Nach sage und schreibe 1 Stunde und 10 Minuten ist er fertig mit dem Teil berechnen und ihr seht jetzt, wie die Verpixelung jetzt schön mit dem Objekt mitwandert. Genau, perfekt, wie wir es wollen. Auch mit einem fahrenden Fahrzeug funktioniert das einwandfrei, aber ihr müsst einfach berechnen, es braucht viel Zeit. Punkt 2. Dual Screen respektive Multicam Editing. Gemeint ist damit das Filmen der gleichen Szene aus verschiedenen Richtungen. Ich habe jetzt hier 2 Musterfilme. Derjenige hier, der läuft vorwärts und der andere da, der läuft im Moment auch noch vorwärts. Das will ich jetzt als erstes ändern. Ich will den nicht vorwärts laufen lassen, sondern rückwärts. Bei Magix macht man das unter Geschwindigkeit, kann da das Flag setzen bei rückwärts. Und jetzt läuft die Filmsequenz schon mal rückwärts ab anstelle von vorwärts. Ich schneide mir die jetzt da aus, um meinen Film nicht zu gefährden, nehme da ein separates Projekt, füge die beiden Filme hier ein. Was für das Multicam-Editing wichtig ist, Spur 1 und 2 müssen frei bleiben. Also nehme ich jetzt hier die Filme und verschiebe die auf Spur 3, respektive den zweiten Film auf Spur 4. Nun aktiviere ich hier oben im Magix das Multicam Editing. Er weist mich dann auch darauf hin, dass Anpassungen verloren gehen. Und jetzt starte ich hier zuvorderst und lasse einfach den Film laufen, normal mit Play, und selektiere jetzt das obere Fenster. Ihr seht, das wird jetzt rot. Das ist jetzt die Sequenz, die genommen wird. Der untere Film hat noch gar nicht begonnen, der erscheint jetzt dann gerade. Und jetzt schalte ich dann gleich um auf den Rückwärtsflug. Zack, jetzt ist dieses Fenster rot. Jetzt wird dieses Fenster dann im Film ersichtlich sein. Jetzt switche ich wieder zurück ins erste Fenster, lasse das wieder ein paar Sekunden laufen, switche dann wieder in den Retourflug, lasse das ein bisschen laufen und wieder auf Spur 3 und nochmal auf Spur 4. Das könnt ihr so lange machen, wie ihr hier Rohmaterial habt. Bei mir ist jetzt der Rückwärtsflug da schon zu Ende, darum habe ich da jetzt kein Material mehr. Und wenn ich das jetzt laufen lasse, dann habt ihr das schön sauber, wie ihr das geklickt habt ihr das schon fix fertig geschnitten auf Spur 1 und könnt das auch entsprechend gleich dann hier nehmen und den neuen Film einfügen. Ihr seht jetzt, da kommt der Schnitt, oder? Geht rückwärts. Wichtig ist, das ist natürlich hier nicht genau auf die Position angepasst. Der Schnitt sollte schon stimmen. Also wenn ihr beim Vorwärtsflug über das Auto fliegt, ist es dann beim Rückwärtsflug ein bisschen komisch, wenn ihr schon 100 Meter vom Auto weg seid. Oder? Aber hier in einem Schulungsvideo geht es ja um das Prinzip. Und ich glaube, das ist hier gut ersichtlich, wie das gemacht wird, und das bringt einfach auch wieder ein bisschen Abwechslung und Spannung rein. Punkt 3. Audioaufnahmen. Ihr seht jetzt hier einige Muster
von Aufnahmen, die man im Nachhinein besser nachvertont. Hier bei einer Live-Sendung natürlich nicht möglich, aber bei den nachfolgenden Beispielen wäre es sehr wohl möglich. Hier zum Beispiel habt ihr eine meiner eigenen Aufnahmen mit einer GoPro. Ich stand keine 1,5 Meter von der Kamera weg, aber verstehen tut man kein Wort. Aber mit dem richtigen Equipment ist das kein Problem. Dann kann man alles im Nachhinein im Studio nachvertonen. Oder ihr macht es so wie hier in diesem Beispiel. Ihr seht oben den Dachvorsprung. Da auf dem Dachvorsprung liegt mein Mobile, mein Handy, mit einer speziellen Audio-Recording-App. Da bin ich einiges näher dran und dann versteht man mich nämlich auch. Mein ist gut, nichts schmerzt. Landschaft, wie ihr sehen könnt, ist sensationell und einmalig. Ist einfach wunderschön. Hier ein weiteres Beispiel. Es geht um ein Unboxing einer Drohne. Die Kombination aber aus Audioaufnahme und Hintergrundmusik ist so schlecht, man hört die Musik, aber man versteht kein Wort, was der andere sagt. Da frage ich mich dann auch, hat er sein Video im Nachhinein nochmal selbst angeschaut? Wichtig ist auch, macht euch im Vorfeld Gedanken, was ihr sagen wollt. Hier ein Paradebeispiel. Der Junge hat sich im Vorfeld wohl keine Gedanken darüber gemacht, was er eigentlich sagen will. Ich muss lang nachdenken, dass ich zum Beispiel sage, ich tue keine Sendungen machen. Immer Und wiederholen, immer mit alles ruhig geblieben, aber dass ich dann denke, das kann auch anders, dass du zum Beispiel sagst, ich will nicht. Und da hatte ich sofort das Gefühl, nicht. Und jetzt einfach nichts. Und da habe ich auch die Frage. Und jetzt wieder eine ellenlange Pause, bei der er überlegt, was er sagen will. Dann habe ich auch die Frage. Und jetzt wieder mit aufgehört. Und jetzt folgt eine extrem lange Pause, die etwa 20 Sekunden dauert. Man sollte sich im Vorfeld Gedanken machen, was man sagen will. Dann habe ich auch die Frage. Und wieder eine Pause. Überlegt euch gut im Vorhinein, was ihr sagen wollt. Erstellt euch ein kleines Skript, da kommt es ganz drauf an, was euch am einfachsten geht. Ich schreibe gerne komplette Texte, ich nutze teilweise auch Teleprompter-Software. Mehr dazu zeige ich euch im Teil 8 mit der ganzen harten Software, die ich verwende, weil da eben solche Texte mit das ist einfach nicht professionell. Und auch wenn wir ja keine Vollprofis sind, das ist ja ganz klar, aber wir müssen uns ja trotzdem von der Menge, von der Masse abheben, weil wir ja durch bessere Qualität überzeugen wollen. Punkt 4. Selbstaufnahmen, die Maske, Contouring. Nach meinen YouTube-Analytics sind meine Zuschauer vorwiegend männlich, aber auch für Männer gilt bei Videoaufnahmen, wenn ihr euch selbst filmt, macht euch grundsätzlich mal Gedanken darüber, über das sogenannte Contouring. Es geht dabei um die sogenannte Maske, die zum Beispiel auch Nachrichtensprecher haben, bevor sie den Auftritt haben. Größtenteils geht es darum, Lichtreflexionen zu reduzieren. Aber auch als Mann kann man zum Beispiel sehr gut Schnittwunden vom Rasieren oder Pickel oder sonstiges abdecken, bevor man seine Aufnahme startet. Ich verlinke euch zu diesem Thema noch ein YouTube-Video von Vicky Lash. Sie ist Make-up-Artist und hat das sehr gut auf Deutsch erklärt, wie man so ein Contouring machen kann. Ich zeige euch das jetzt hier im Selbstversuch.
Das erste Bild ist ohne irgendwas aufgetragen. Ihr seht, meine Stirne glitzert wie ein Weihnachtsbaum. Auf dem zweiten Bild habe ich meine Stirne und meine Wangen bereits mit einem Bronzer ein bisschen retuschiert. Nun kommt der Concealer zum Einsatz. Achtet auf der rechten Seite auf meine Wange. Ihr seht, damit kann man Hautunreinheiten komplett verschwinden lassen. Einen Bronzer und einen Concealer gehören auch in die Ausrüstung eines jeden Porträtfotografen. Ihr könnt euch selber lieb sein, entweder macht ihr sowohl bei Frauen, Männern und Kindern vorgängig mit dem Bronzer rasch eine kleine Maske und deckt Unreinheiten mit einem Concealer ab, oder ihr habt im Nachhinein beim Nachbearbeiten einfach umso mehr zu tun. Falls ihr zwischendurch Fotos retuschieren müsst von Personen, schaut euch mal das Video an von Vicky Lash, weil das, was sie hier zeigt, diese Steps könnt ihr zum Beispiel auch in Lightroom in der digitalen Nachbearbeitung im Nachhinein machen. Ihr könnt Bereiche schattieren, ihr könnt aufhellen, ihr könnt retuschieren, einfach das Ganze digital. Punkt 5. Splitscreen. Für Splitscreens ist Magix nicht gerade die super optimale Wahl, aber es funktioniert, wenn man weiß wie. Es gibt verschiedene Methoden von Splitscreens. Ich kann einfach 2 Filmstreifen reinziehen und die dann so jetzt zuerst mal übereinander legen, passend schneiden, und jetzt kommt eben ein bisschen das, was unschön ist. Man muss jetzt eine Kombination machen aus Ausschnitt und Größe. Ich ändere jetzt zuerst mal den Ausschnitt, weil ich ja die Verzerrung des Bildes verhindern will. Halbiere jetzt da mal die Breite, weil ich einen Links-Rechts-Splitscreen machen will. Ihr seht, das kann jetzt einfach auswählen, anpassen, und jetzt irgendwo passiert da noch nicht das, was ich eigentlich möchte. Ich muss jetzt dazu noch auf die Position wechseln und dort die Fenster nachhinein positionieren. Was natürlich ist, wir müssen die Proportionen ausschalten, weil sonst kriegen wir unseren Splitscreen nicht hin, und kann jetzt hier, wie ihr seht, über Position und Größe kann ich das so eigentlich machen, kann da noch mit der Höhe die automatisch ausrichten lassen und vergrößere jetzt beide Abschnitte so, damit ich links und rechts keinen schwarzen Rand mehr habe. Das ist eine Variante für einen Splitscreen. Ihr seht, es gibt halt keine klare Trennlinie dazwischen. Man könnte das jetzt, wenn wir die Fenster ein bisschen weiter links und rechts schiebt, hättet ihr einen schwarzen Trennstrich dazwischen. Das ist eine Möglichkeit. Dasselbe könntet ihr natürlich auch mit übereinander liegenden Bildern machen. Eine weitere Möglichkeit, die durchaus hübscher ist, ist die Verwendung einer Splitscreen-Vorlage. Ich habe das aus einem anderen Tutorial-Video, das ich euch dann in der Description noch verlinke. Hier macht ihr vorgängig in einem Fotobearbeitungsprogramm, ich habe es jetzt im Photoshop gemacht, macht ihr so eine Aufteilung, einfach ein blauer Screen mit schwarzen Rändern drin, den ihr auf Spur 4 legt, und jetzt ziehe ich mir auf Spur 1 bis 3 die verschiedenen Sequenzen rein, die ich haben will, und schneide mir jetzt das passend an die kürzeste Filmsequenz. Nun nehme ich die blaue Hintergrundvorlage, gehe auf Chroma Key, blende alles Blaue aus, auch hier den Schwellenwert wieder aufs Maximum, und ihr seht jetzt da oben schon mal, dass das Blau nicht mehr existiert. Jetzt beginnt wieder das Geschiebe mit Ausschnitt und Position. Könnt ihr das mal so einigermaßen ein bisschen zurechtschieben, noch nicht perfekt, weil ihr seht ja, es ist ja nicht alles gerade angeordnet. Dafür, für diese Anordnung, brauchen wir dann noch die 3D-Verformung. Und auch hier ist natürlich wieder wichtig, das Flag rauszunehmen bei der Proportion, sonst stimmt da alles am Schluss nicht mehr.
Wir haben jetzt hier auf Proportionen frei und denkt daran, ihr seht es, die roten Eckpunkte, schiebt die so, dass ihr sie nicht außerhalb des Bildes habt. Ihr seht es, die linken Ränder sind jetzt weg. Das wird sich dann später bei der 3D-Verformung wird sich das noch rächen. Ich kann mir dann das alles wieder zurechtschieben. Bei der 3D-Verformung ist es dann wichtig, dass ihr schaut, dass ihr die Linien, die ihr da haben wollt, in meinem Fall jetzt die schwarzen Linien, dass ihr die sehr genau trefft. Ihr seht es dann im Anschluss noch im Großbild. Das verzeiht absolut keine Fehler, also zoomt euch da das Bild ran, vergrößert das. Hier müsst ihr wirklich sehr exakt arbeiten und ihr werdet jetzt dann gleich sehen, jetzt fehlt mir da hinten, da fehlt mir jetzt die Ecke. Jetzt muss ich das ganze Bild wieder ein bisschen zusammenschieben, damit ich es wieder positionieren kann, damit ich das sauber bis in die Ecken ziehen kann. Was mich hier immer irritiert, ihr seht jetzt, es hat irgendwie so einen leichten Schleier drauf und keine Ahnung, was ich jetzt da wieder klicke, aber jetzt habe ich auf einmal in der Ansicht wieder nur noch grau, ich sehe meine Bilder nicht, ich klicke jetzt ein paar Mal hin und her und auf einmal habe ich dann die Bilder wieder. Ihr seht jetzt im Anschluss dann noch das Resultat in groß. Ob das jetzt ist, weil ich es nochmal neu gemacht habe, dass es diesen Schleier nicht mehr hat, oder ob das halt wirklich nur hier in der kleinen Voransicht ein Problem ist, das konnte ich bis jetzt noch nicht herausfinden. Aber eben, ich habe euch noch das Video verlinkt. Das ist ein Video von Videoaktiv, bei dem sie sehr schön erklärt haben, wie man das alles machen kann. Jetzt hier in groß, die Positionierung ist alles andere als sauber, aber für euch mal den Workflow zu zeigen und euch aufzuzeigen, wie kompliziert das es mit Magix ist, dafür ist mein Beispiel ausreichend. Nice to know. Nice to know. Nice to know. Nice to know. Schaut euch Videos an von Leuten, die den gleichen Content produzieren wie ihr und lernt daraus. Gebt es auf, immer zu kommentieren, das ist nicht gut, eines ist nicht gut, das könnte man besser machen. Das ist wie der Kampf von Don Quixote gegen die Windmühle. Schaut, dass eure Videos von Mal zu Mal besser werden und sich von der Masse abheben. Damit sind wir am Ende von Teil 7 angelangt. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass doch ein Like da, ein Kommentar und wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere doch den Kanal mit Glocke. Danke dir!